So, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz des MSC Eppelheim anlässlich des LRP Touring Car Masters um den großen Preis des ADAC Nordbaden recht herzlich begrüßen. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. In kurzen Worten möchte ich Ihnen den MSC Eppelheim e.V. im ADAC sowie das Touring Car Masters vorstellen. Heute werden außer dem Touring Car Masters seit 16 Jahren im Dezember der Nikolaus Cup und ab diesem Jahr erstmals ein 24-Stunden-Rennen gefahren. Also mein Name ist Jürgen Laudenbach, bin ja jetzt der vierte Redner und bereits der dritte, der Jürgen heißt. Wir sind hier sehr viele Jürgens. Ja, meine Aufgabe ist, dass ich Ihnen versuchen möchte, ein bisschen mehr über die Technik dieser Modelle zu erklären. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass es hier, auch wenn es von der Größe her Spielzeuggröße hat, es vom Entwicklungsaufwand, von der Technologie, die hier eingesetzt wird, weit über das Maß von Spielzeugen hinausgeht. My name is Mark Pavidas from California, United States. Been racing for 16 years and looking forward to having a good weekend here and a lot of good drivers preparing for the World Championships in a couple weeks in South Africa, and so this is a good race to kind of judge where we need to be here in a couple weeks. Gut, dann stelle ich mich auch kurz vor. Ich bin der Reto König, wie man vielleicht noch ein bisschen hört, ursprünglich aus der Schweiz. Bin seit mittlerweile 4 Jahren in Deutschland wohnhaft, in Waiblingen bei Stuttgart. Arbeite bei der Firma LRP Elektronik, also Herr Lautenbach ist mein Chef. Bin dort in der Forschung und Entwicklung tätig, bin für die Produkttests zuständig und betreue auch die weltweiten Rennen- und Teamaktivitäten bei LRP Elektronik. Ich bin seit 3 Jahren jetzt hier immer dabei beim Touring Car Masters, war die letzten 3 Jahre immer in den Top 10. Hoffe, das wird mir dieses Jahr wieder gelingen. Top 5 wäre natürlich noch besser. Und das Rennen hier ist für viele ein bisschen das Warm-up für die Weltmeisterschaft, wo sich die Crème de la Crème aus der ganzen Welt mal zu einem Kräftemessen treffen wird vor der Weltmeisterschaft. Ja. Problem kann die Karosserie nicht übersetzen, Was haben wir mal bestanden? Da müssen wir So hi, we are pleased to welcome Mark Pavidas from Team Associated USA, former world champion. Hi Mark. How long are you racing RC cars? Since 1984. Okay, so that's quite a long time. How often do you still practice or try setups? Well, I usually try to race. Well, now the World Championships are coming up within the next couple weeks. I try to race as much as possible that my work and my wife will allow me. So right now, the last probably month, I've been racing just about every week, with maybe a little time off here and there.
So this is probably one of the best races for me to practice for the World Championships with the high caliber of drivers that are attending this race. Okay, so obviously your day-to-day work is also in the RC business. Is a part of that work also to test and develop and race stuff, or? Yeah, my everyday job is at Proline, which is development with new products with Proline. And when I have time to leave the office, then I am allowed to test with Associated during the week. And like I said, now that we're preparing for the World Championships, that's usually once a week I'll drive down to Associated to test. And the other 4 days are at Proline. So you already said that the LRP Touring Car Masters is some kind of good test or practice for you in the build-up to the World Championship. Besides this aspect, how do you rate the racing here at the Touring Car Masters? How do you like the track and all this? Every time I come over to Europe, it's always very first-class racing. Like I said, the track itself and the way that it's been presented is first class. So great to hear, and good luck for your racing. Thanks, Mark. Sehr, sehr schnell, sehr konstant. Und Timoleno fährt hier 13,2 hektische Rundenzeit hintereinander. Und er verkürzt damit natürlich etwas den Abstand auf den vorfahrenden Marc Tobias. Wir haben das halt nachher auch, weil die Formel 1 von Hamilton die Boxen, Hamilton Boxen. Drivers 6, 1, 5, 4, 3, 2, 7. So hi and welcome, David Special, to the LRP Touring Car Masters. David, you are multiple world champion. How long are you racing RC cars? About 18 years. It's quite a long time. Yeah, that's a very long time. How often do you still practice? Unfortunately, the way the schedule is for most of the drivers, there is no time to practice anymore. So we just go from race to race. So practice would be nice, but most of the time we just race. Okay. What would you rate or what would you point out as the highlights of your racing career? Obviously winning the World Championships, have 3 world titles and 1 World Cup, and then just some great races in 12 scale at European Championships. They're all good fun. Okay. So how do you rate the LRP Touring Car Masters as a race itself? This race has actually grown into one of the premier races of the year. Every team, everyone from around the world comes to this race every year, and I believe now this is the start of the season for everybody. Everybody will come to this race and then go off and do their regular national championship, so it's a good start. It's really, really good. Okay, and so this time the World Championships are very close to this race, basically. Do you think, although the World Championships are on asphalt, can you gain some information? Is it good practice to race here also for the Worlds, or? It's always good practice. I mean, every track is slightly different, but just racing the car this close to the World Championships, I believe will help me more than if I didn't practice. So yeah, I believe it is good. I mean, you can see by the entry, everybody's here anyway, so they must also agree. Thanks, David, and good luck for your racing.
They don't want to speak to you anyway. That's good. So you're ready? Everything's ready? So this is current world champion Atsushi Hara from Japan. Atsushi, great to have you here at the LFP Touring Car Masters. How long are you racing? 12 years. 12. Okay. And how often do you practice? Like how many times do you practice every day or? Now I'm full-time driver, so I make schedules. Sometimes some week every day, some week each day. Different. So almost 1 month, 15 or 20 days practice for 1 month. Okay. The LRP Touring Car Masters. How good is the racing here? How do you rate this race? How good do you think the race is? Yes, very good race. Very good race. Yes, many people and many good drivers. So almost same world championships. Difficult to win. Okay, thanks Atsushi and good luck for the racing. Thank you very much. Und der Abstand beträgt jetzt im Moment nur 2,6 Sekunden, aber Jonas Gero mit der Startnummer 6 holt wieder etwas auf und verdrängt hier. Nächste Rennrunde jetzt von Atsushi Hara 13,2 Sekunden. Und der Vorsprung von Und hier wird natürlich die Startnummer 10, das ist der Marc Meinert, der hier natürlich gerade sehr näher vorbeirennt. Okay. Ich mache das gleiche wie du. Yes. Okay. Jürgen, the guy, just tell him and you will get them from him, whatever you need. I think now he's sorted out, so that should be fine. Yes. Warum wird der Motor eingebaut? Warum wird der Motor eingebaut eigentlich? Das Auto ist aber fertig. Das Auto ist fertig, ich muss gar nichts mehr fahren. Hello Andreas, great to have you here. Thank you. Our viewers would like to know
how long are you racing basically? When I started? Yes. Well, I started when I was really, really young, like 3 or 4 years perhaps. I started with small cars, slot racing, the ones that go in tracks. And then about when I was 5, I started RC car, radio control cars. Okay. So, and I'm 21 now, so I've been driving mostly all of my life. Okay. So that sounds like, yeah, mostly all of your life. Very good. And how often do you practice? Well, it depends. Right now I go to school, university, so I have not that much time. But perhaps once a week, and before big races, maybe 2 times a week for 2 weeks. But not enough practice, unfortunately. But I'm trying to, when I will be finished my school, because it's really much to do. Maybe I will start practicing once or twice a week. Practice is basically never enough for racers, I think. What are highlights of your racing career so far? Well, I was once Swedish champion, only once. That was really fun. Also, the DHI Cup last year was my breakthrough in Europe, and also, of course, the LP Masters when I qualified second ahead of Masami and Hara. That was definitely the highlight. The finals was not that good, but I'm still happy. You were definitely on the pace last year, I saw it. How do you rate the LP Masters as a race itself? Well, I think it's the biggest indoor race with rubber tires in the world. So it's like what do you call it, unofficial worlds. Yeah. So definitely one of the biggest. So it's the highlight of the year, except the Worlds this year. Definitely. So do you take it also as preparation for the Worlds? No, not really, because now it's on carpet indoors and the Worlds is outdoors. But the racing itself, the nerves and concentration is always good. And now I'm racing with one of the top in the world, so it would be good to get that extra practice. I never get that at home in Sweden. Okay, thanks Andreas and good luck. Thank you. Hi Paul, you made it to the final as well, and quite a surprise for us because we haven't heard of you that much before, so maybe you can tell us a little bit about yourself, like for how long have you been racing? And I've raced about 6 years from Wisconsin in the United States. Came here last year, wasn't so successful, back again, trying to do better, and did a lot better this year, making the final. Pretty happy about it. What classes do you race? Just touring car? Or touring car and 12 scale modified back home. And what are your greatest accomplishments so far? Winning the Royal Honor Nationals this summer, and also the Snowbirds Nationals back home. Those are the 2 biggest races I've won so far. Okay, great. Thank you very much, and Thanks. Good luck for the finals. Yep. So, das Lauffinale geht im folgenden Reihenfolge los. Der Yuki auf der 10 gefolgt Auf der 10, der Europameister in der Offroad-Klasse aus Österreich, Hubert Hönigen. Auf der 9, aus Schweden, Andreas Mürberg. Auf der 8, auch kein unbestiegenes Blatt, aus England, David Special. Okay, auf Platz 7 aus Schweden, Jonas Andersen. Auf Platz 6 ebenfalls aus England, Andy Moore. Und hier der amtierende Weltmeister in dieser Klasse aus Japan mit der weitesten Anreise, wie ich denke, Atsushi Hara. Auch wenn er nicht winkt, das ist der kleinste da oben. Auf Platz 4 aus Finnland, der Sieger des letzten Jahres, Teemu Leino.
Und einer, der hier fast auf der Pole Position gelandet wäre, auf Platz 3 aus den USA, Mark Pavides. Und auf Platz 2 ebenfalls aus den USA, Paul Lemieux. Und einer, den wir vorher anscheinend gar nicht so richtig auf der Rechnung hatten, dass er so weit vorne steht, aus Finnland, Juho Lehtinen. So, okay, attention drivers. Der Start erfolgt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Go! Ja, sehr, sehr guter Start hier gleich von der 2. Die 1 hat hier etwas länger gebraucht, um zu starten, aber dann sieht man hier gleich, Juho Lehtinen fährt hier ziemlich weit vor. Und Atsushi Hara von der 5 vorgefahren auf Platz 3, hat hier schon Platz 2 übernommen. Und der setzt jetzt hier natürlich an zur Aufholjagd auf die Startnummer 2. Der gibt jetzt natürlich alles, um hier vorzufahren. Denn der Juho Lehtinen, der fährt hier von der Pole Position im Moment sehr, sehr schnelle Runden. Aber Atsushi Hara kann hier noch etwas schneller fahren. Seine aktuelle Bestzeit 13,6 Sekunden. Und Juho gibt jetzt richtig Gas. Juho Lehtinen 13,5. Juho Lehtinen best lap 13.5 und Atsushi Hara 0,7 Sekunden dahinter. Aber Atsushi Hara muss hier natürlich auch aufpassen, denn das weiße Fahrzeug mit der Startnummer 2 von Paul Lemieux, das fährt hier jetzt ihm fast ins Heck. Die beiden trennen im Moment nur 0,3 Sekunden. Und auch die Startnummer 7, Jonas Andersen, hat hier eventuell noch was beim Kampf um die Spitze mitzusprechen. Die Startnummer 7, Teemu Leino, ist leider nicht mehr dabei. Ja, der 4, genau. Teemu Leino, der Vorjahressieger, leider dieses Jahr nicht ganz so glücklich, ist ausgefallen. Und Juho Lehtinen gerät hier richtig unter Druck von Atsushi Hara. Der Weltmeister fährt hier im Moment die schnellsten Rennrunden im Feld. 13,2. Best lap Atsushi Hara 13.2. And the distance 0.3. Und jetzt wird es spannend. Atsushi Hara greift Juho Lehtinen an. Juho Lehtinen hat hier etwas mehr Topspeed, aber speziell im Infield, wenn es darum geht, um die Kurven zu fahren, dann bekommt hier Juho Lehtinen richtig Druck von hinten von Atsushi Hara. Und die Fahrzeuge fahren hier absolut am Limit. Die haben jetzt hier für dieses Rennwochenende alles rausgeholt, was sie in ihrer Trickkiste haben. Also die besten Akkus, die besten Motoren und wie wir hier auch sehen, die besten 10 Fahrer der Welt, die hier auf dem Teppich von Appelheim um den Sieg beim Touring Car Masters. Und jetzt hat hier Juho Lehtinen einen Fahrfehler begangen, hat hier eine doppelte Rolle seitwärts gemacht und Atsushi Hara nutzt diesen Fahrfehler natürlich aus und zieht hier vorbei an Paul Lemieux und Juho Lehtinen fällt zurück auf Platz 3. Und hier Mark Pavides fällt aus. Nee, Mark Pavides hat hier anscheinend keine Lust mehr mitzuspielen. Und es führt Atsushi Hara mit der Startnummer 5, gefolgt von der Startnummer 2 von Paul Lemieux und der Startnummer 1, Juho Lehtinen. Paul Lemieux fährt jetzt hier im Moment die schnellste Rennrunde ebenfalls mit 13,2. Der Abstand 0,9 Sekunden. Und Juho Lehtinen holt jetzt auf den Zweitplatzierten, auf Paul Lemieux. Und auch er muss jetzt aufpassen, denn Jonas Andersen mit der Startnummer 7 ist auf Position 4, aber in Schlagdistanz zum 3. und zum 2. Und er versucht jetzt hier natürlich seine Kontrahenten vorne etwas unter Druck setzen zu können, um vielleicht den einen oder anderen Fahrfehler, so wie wir das hier jetzt sehen, den Fahrfehler hier von Paul Lemieux ausnutzen zu können. Aber Paul hat hier die Nase vorn. Und da hat Jonas Andersen Pech gehabt. Da konnten beide nichts dafür. Aber Atsushi Hara hat jetzt inzwischen 1,5 Sekunden Vorsprung. Und Juho Lehtinen hat natürlich jetzt noch 40 Sekunden Zeit,
den Weltmeister eventuell noch mal einzuholen. So, guys, 40 seconds to go. Atsushi Hara still in the lead, followed by Juho Leivinen and on third position Paul Lemös. Und Atsushi Hara von 5 losgefahren, hat hier in der Anfangsphase richtig Druck gemacht, hat Juho Leivinen in einen leichten Fehler gezwungen und das hat er schamlos ausgenutzt und fährt jetzt hier einen recht passablen Vorsprung heraus. 1,7 Sekunden der aktuelle Abstand. Und die Überzeit läuft und die beiden haben eine Runde Vorsprung herausfahren können. Also Atsushi Hara gewinnt diesen ersten A-Finallauf vor Juho Leivinen und Paul Lemös, Andy Moore, Jonas Andersen, David Spashit, Hubert Hünigel, Andreas Mührberg, Marc Phoidis und Teemu Leino. Hi Atsushi, you won the first A final, so what can you say? What do you think about the car? Is it going quite well? I changed setting car final. Very good walking and very lucky start. So very easy to win last time, but I think next time no more lucky. So difficult to win this race. But I try. Win. But the setup of the car is well and it works well? Yes. Every time change, every qualify, every final change, I think much better. Every time. Great, so good luck for the second final. Thank you very much. Der Start erfolgt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Go! So, hier wieder relativ problemloser Start. Außer dass Hubert Hünigel hier leichte Probleme hatte beim Start. Und jetzt führt Juho Leivinen, verfolgt mit davon Paul Lemös und Marc Phoidis hängt hier am Zweitplatzierten dran, sozusagen an der Stoßstange. Keine Positionsveränderung auf den ersten 5 Plätzen. Atsushi Hara liegt hier direkt hinter Teemu Leino. Und Juho Leivinen kann hier das Feld langsam aber sicher etwas auseinanderziehen. Juho Leivinen gefolgt von Paul Lemös und 13,4, 90 schnellste Rennrunde, beziehungsweise 13,3 schnellste Rennrunde von der Startnummer 2 von dem weißen Fahrzeug von Paul Lemös. Und Atsushi Hara, der Gewinner des ersten A-Finals, liegt immer noch auf seiner Startposition auf Position 5. Also Fahrfehler von Teemu Leino und Atsushi Hara geht vorbei. Atsushi Hara auf Platz 4 und Teemu Leino verliert Platz 4 und liegt jetzt auf Platz 5. Und kann aber trotzdem des leichten Fahrfehlers den Andy Moore auf Platz 6 halten. Und Andy Moore geht jetzt vorbei. Andy Moore erobert jetzt Platz 5. Und Atsushi Hara ist sofort eine 13,3 gefahren, nachdem und der Paul Lemös, der fährt hier jetzt im Moment die schnellsten Rennrunden und kommt dichter heran an den schnellen Finn. Also die Startnummer 1 gerät hier jetzt langsam aber sicher unter Druck, denn Paul Lemös kann sich hier lösen von seinem Verfolger, von Marc Phoidis und versucht hier natürlich seinerseits den Juho Leivinen unter Druck zu setzen. Teemu Leino, neueste, schnellste Runde, 13,1 in diesem Halbfinale. Und an der Spitze nichts Neues. Aber was einem auffällt, ist natürlich, dass die Fahrer teilweise etwas andere Linien fahren. Der eine bevorzugt die schnellen, etwas größeren Bögen und der andere, der fährt lieber etwas langsamer, aber dafür enger. Aber im Endeffekt sind beide Linien relativ gleich schnell. Nur da kommt es natürlich drauf an, wie der persönliche Geschmack da. Oh, da Fahrfehler von Paul Lemös und Marc Phoidis ist gleich vorgefahren auf Platz 2 und Atsushi Hara
Und Atsushi Hara ist jetzt bereits auf Platz 3. 2 minutes to go. In the lead, Juho Lehtinen, followed by Mark Pavidis and Atsushi Hara. Paul moves on 4th position, Andy Moore on 5th position. Und Hubert Münke mit der Startnummer 10 ist bereits einmal überrundet und macht hier sehr, sehr viel Platz. Und Atsushi Hara greift Mark Pavidis an. Atsushi Hara attackiert Mark Pavidis hier im Infield. Jetzt kommen sie gleich auf die Gerade. Und da, Fahrfehler von Mark Pavidis und Atsushi Hara ist jetzt schon Zweiter. Atsushi Hara fährt vor auf Platz 2 und der aktuelle Abstand beträgt jetzt nur noch 1,8 Sekunden zum vorausfahrenden Juho Lehtinen. Und jetzt hat er natürlich, der Atsushi hat natürlich jetzt freie Fahrt, kann den Abstand sogar gleich etwas verkürzen, 1,6 Sekunden. 1 minute to go. Und Juho Lehtinen still in the lead, followed by Atsushi Hara and Mark Pavidis. 1,5 Sekunden der Abstand von Atsushi Hara zu Juho Lehtinen. Juho Lehtinen immer noch in Führung, aber Atsushi Hara kommt dichter heran, fährt hier eine schnellere Runde nach der nächsten und verkürzt den Abstand auf 1,1 Sekunden. Atsushi Hara, der Weltmeister mit der Startnummer 5, holt jetzt hier alles aus seiner Trittkiste raus, um hier die Führung nochmal an sich zu reißen. 20 seconds to go. 20 seconds to go. Die 1 führt vor der 5. Der Überraschungsmann auf der Pole Position vor dem amtierenden Weltmeister in dieser Klasse, der auf Platz 5 losgefahren ist und der Reihe nach einen Konkurrenten nach dem nächsten überholt hat. Last lap now. Letzte Runde jetzt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass wir die Fahrzeuge alles auf eine Karte setzen. Aber es sieht nach einem Sieg aus für Juho Lehtinen. Juho Lehtinen führt oder gewinnt vor Atsushi Hara, Mark Pavidis, Paul Lemieux, Andy Moore, David Speshett, Andreas Mürberg und Timo Leno. Und bei dieser Konstellation wird es natürlich im letzten Halbfinale ganz, ganz spannend. Juho, hi. You just won the second A final. How did you feel? It was a pretty close race. You had the world champion right behind you. How was it? It wasn't that tight. I could take it easy in the end because he was so much behind that I knew if I don't make a mistake, I'll win it anyway. Attention drivers. Fahrer, Achtung, der Start erfolgt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Go! Und Timo Leno hat sich bereits vom Kampf um die Spitze verabschiedet. Und es führt Juho Lehtinen mit der Startnummer 1, gefolgt von Paul Lemieux mit der Startnummer 2 und Atsushi Hara von Platz 5 schon vorgefahren auf Platz 3. Gefolgt von Mark Pavidis und Andreas Mürberg. 13:4, die schnellste Rennrunde jetzt von Atsushi Hara. Und es führt immer noch die Startnummer 1 Juho Lehtinen mit 0,7 Sekunden Vorsprung und er hat schon einige Meter Vorsprung. 13:3, neueste schnellste Rennrunde von Atsushi Hara. Und Atsushi Hara wird hier etwas aufgehalten von dem weißen Fahrzeug von Juho Lehtinen, von Paul Lemieux. Und er ist fantastisch vorbeigegangen an der Startnummer 2. Und Atsushi Hara gibt jetzt mächtig Gas. Fährt hier immer noch die schnellste Rennrunde zusammen mit Mark Pavidis und Juho Lehtinen. Juho Lehtinen kontert hier gerade mit einer 13:3. Der aktuelle Abstand 1 Sekunde. The distance between position 1 and second, 1 second. Und Juho Lehtinen fährt hier 13:3 synchron mit Atsushi Hara. Also der Abstand immer noch bei 1 Sekunde.
Und neueste schnellste Rundenzeit vom Führungsduo 13,2 Sekunden. 3 Minuten und 15 Sekunden sind jetzt noch zu fahren. Und es führt immer noch Yuru Levinen vor Atsushi Hara. Marc de Vries ist inzwischen schon wieder vor auf Platz 3. 13,2 wieder hier von Levinen und er setzt sich jetzt etwas weiter ab. 1,1 Sekunden der Vorsprung von Yuru Levinen vor Atsushi Hara. Synchron beide 13,4. Also Yuru führt immer noch mit 1,1 Sekunden Vorsprung. Und ich glaube, Marc de Vries kommt hier nicht daran an Atsushi Hara. Die ersten 3 Fahrer fahren hier alle 13 Dreier-Rundenzeiten in der letzten Runde. Und Yuru Levinen verliert hier etwas Zeit. Yuru nur noch 0,9 Sekunden vor Atsushi Hara. Yuru Levinen fährt hier jetzt ins Infield hinein und dann folgt Atsushi Hara mit 1,2 Sekunden. Also Yuru hat hier gleich wieder den Abstand vergrößert um 0,3 Sekunden. Und 1 Minute 45 Sekunden noch zu fahren. 1 minute 45 seconds to go. Und jetzt sind es nur noch genau 1 Sekunde der Abstand von Atsushi Hara zu Yuru Levinen. 0,8 Sekunden nach dem letzten Überfahren der Zielschleife. 1 minute 20 seconds to go. Immer noch der Abstand 0,8 Sekunden. Yuru Levinen könnte hier der zweite Finne werden, der das Touring Car Masters für sich entscheidet. Atsushi Hara hat hier einen leichten Quersteher gehabt und das hat Zeit gekostet. Und Marc de Vries ist dran an Atsushi Hara. Marc de Vries nur 0,5 Sekunden hinter Atsushi Hara. Und der Abstand hat sich vergrößert, 1,3 Sekunden, der aktuelle Abstand zwischen Yuru Levinen und Atsushi Hara. Und Atsushi, beziehungsweise Yuru ist jetzt bereits hinter Timo Leno und hinter der 10 hinter Hugo Hünnegel. Ja, der Pferdegeste hier von Timo Leno. Und auch Hugo Hünnegel bzw. David Special hat ja unfreiwilligerweise etwas Platz gemacht. Und der Kampf um Atsushi Hara und Marc de Vries immer noch. Und Atsushi Hara führt diesen Lauf jetzt an. Fahrfehler von Yuru Levinen. Atsushi Hara führt. Und das ist die letzte Runde. Und hier kommt der Gesamtsieger des Touring Car Masters 2002, Atsushi Hara! Atsushi Hara gewinnt das 3. A-Finale vor Marc de Vries, Yuru Levinen, Andreas Mühlberg, Paul Müll, Jonas Andersen, Andy Moore, Hubert Hünnegel, David Special und Timo Leno. Und damit steht der Gesamtsieger des Touring Car Masters fest. Atsushi Hara aus Japan auf HPI. Atsushi Hara, congratulations, you are the winner of the LRP Touring Car Masters 2002. Thank you very much. How much does it mean for you to win this race? How important is the This win race. for you? Very important. Yes, almost same World Championships. It's almost same race. This race. So we use HPI prototype car, and we use next month this car. So very important this race to win. Okay. So very happy. You qualified in 5th place. Yes. Did you think you have a chance to win? Last year
Last year, every race, my qualify, no good. Always fifth or sometimes ninth. Okay. So, but finish the final, good result. So I have, so I always try. If I 10th quit, I try win. Okay. So same this race. So after two finals, you had a first and a second, and Juha Levin, who had pole position, also had a first and a second. So pressure was really on in the last heat. So I think the final, last one, very difficult to win, but maybe very lucky. I try very hard to drive, and after last 1 minute, very lose my car, but I still keep hard drive. So, but last lap is a mistake. So You have very made a mistake, yes. Yes. So handed the victory over to you. We wish you very good luck also for the World Championships. Thank you very much.